Hallo zusammen, hier spricht Rain. Auf der Suche nach Inspiration bin ich auf ein YouTube-Video gestoßen, in dem sämtliche Doctor Who-Intros gezeigt wurden. Darunter war natürlich auch das Intro des Films von 1996, das wir hier gerade sehen. Klassisch für die meisten Doctor Who-Intros ist natürlich der Time Warp-Tunnel. Und ich muss sagen, dass mir der von diesem Intro besonders gut gefällt. Und deshalb dachte ich mir, versuchen wir doch mal etwas Vergleichbares in After Effects zu bauen. Analysieren wir zunächst mal den Tunnel an sich. Was natürlich offensichtlich ist, sind die Sterne im Hintergrund, die sich langsam auf die Kamera zubewegen. Dann haben wir die wolkenartigen Strukturen, die wir hier sehen. Wenn man genau hinschaut, haben wir hier mehr als eine Geschwindigkeit. Und schließlich haben wir diese bänderartigen Strukturen, die hier nur wieder auftauchen und deutlich schneller sind als der Rest. Wir werden hier also am besten 3 Tunnel verwenden. Den normalen Wolkentunnel ganz außen, dann einen weiter innen liegenden Tunnel mit gelegentlichen schnelleren Wolken und einen ganz innen liegenden Tunnel mit den Bändern. Dann fangen wir mal an. Vorab, meine Version von After Effects ist auf Englisch gestellt. Ich werde euch die Begriffe aber wie immer auf Deutsch und Englisch nennen und einblenden. Erstellt zunächst eine neue Komposition. Komposition, neue Komposition, Composition, New Composition. Für den Zweck dieses Tutorials erstelle ich eine Composition von 1920 x 1080 Pixel, Framerate von 30 FPS, einer Länge von 30 Sekunden und schwarzem Hintergrund. Ich würde sagen, wir arbeiten hier von außen nach innen. Das heißt, wir fangen mit den Sternen an. Im Video haben wir gesehen, dass es 2 Arten von Sternen gibt. Statische und welche, die sich auf die Kamera zubewegen. Wählt das Rechteck-Tool aus und stellt die Farbe auf Weiß. Doppelklickt dann auf das Rechteck-Tool, um eine neue Formebene oder Shape Layer zu erstellen. Ich nenne diesen Stars Static. Sucht nun bei Effekte und Vorgaben, Effects and Presets, nach CC Ball Action und zieht ihn auf die Formebene. Sollten die Effekte bei euch nicht vorhanden sein, findet ihr sie unter Fenster oder Window. Ball Action ist ein Partikeleffekt, der, wie der Name schon sagt, Bälle erzeugt. Standardmäßig sind diese Bälle absolut gleichmäßig verteilt. Das werden wir jetzt ändern. Stellt nun die Streuung Scatter auf 1000, Rasterabstand Grid Spacing auf 20 und die Ballgröße Ball Size auf 5. Dupliziert nun die Ebene und klickt dann auf Ebene, Neu, Kamera, Layer, New, Camera. Wählt nun die neue Kamera sowie die obere der beiden Star-Static-Ebenen aus, rechtsklickt darauf und wählt Unterkomposition Pre-Compose. Das ist jetzt kein notwendiger Schritt, das dient einfach nur dazu, die ganze Sache ein wenig aufgeräumt zu halten. Ich nenne diese neue Komposition jetzt Stars Moving. Setzt einen Haken bei Neue Komposition öffnen, Open New Composition und klickt OK. Wir befinden uns jetzt in der neuen Unterkomposition. Stellt sicher, dass der Zeitindex auf 0, also ganz links steht, wählt die Kamera aus und drückt P, um die Positionswerte anzuzeigen. Setzt den dritten der 3 Werte auf minus 10.000. Klickt dann auf das kleine Stoppuhrsymbol links neben Position, um einen Keyframe zu setzen. Bewegt dann den Zeitindex ganz nach rechts und setzt den letzten Wert auf 0. Es wird jetzt automatisch ein weiterer Keyframe erzeugt. Schiebt den Zeitindex wieder ganz nach links und wählt die Ebene mit den Bällen oder Sternen aus. Wir müssen hier jetzt ein wenig kompensieren. Unser Sternenfeld ist endlich. Und wenn sich die Distanz der Kamera zum Sternenfeld ändert, ändert sich auch die relative Größe der Bälle. Ich bin mit dieser Methode noch nicht so ganz zufrieden, habe sie jetzt hier nur gewählt, weil ich nichts Besseres gefunden habe. Und sie funktioniert. Vielleicht finde ich irgendwann eine bessere Methode, um ein endloses Sternenfeld zu erzeugen. Aber das ist dann wahrscheinlich Stoff für ein eigenes Tutorial. Setzt die Ballgröße oder Ball Size jetzt erstmal auf 10 und klickt wieder auf die kleine Stoppuhr daneben. Schiebt den Zeitindex dann ganz nach rechts und ändert die Ballgröße Ball Size auf 5. So, schließt diese Komposition und dupliziert sie. Wählt die untere der beiden Stars Moving Kompositionen aus, drückt T, um den Deckkraftwert anzuzeigen, und schiebt den Zeitindex auf 10 Sekunden. Klickt auf das Stoppuhrsymbol, schiebt den Anzeiger auf 15 Sekunden und stellt bei Deckkraft Opacity 0% ein. Wählt nun die obere der beiden Stars Moving Kompositionen aus und verschiebt die Zeitleiste dieser Komposition, sodass es bei 10 Sekunden losgeht. Stellt den Regler auf 10 Sekunden und drückt T. Setzt die Deckkraft Opacity auf 0% und klickt auf die kleine Stoppuhr daneben. Setzt den Regler dann auf 15 Sekunden und stellt die Opacity auf 100%. Dadurch ist die Animation der sich bewegenden Sterne länger. Damit sich die beiden Kompositionen etwas voneinander unterscheiden, könnt ihr noch hergehen und eine davon um 180 Grad drehen. Wählt nun alle 3 Objekte aus, rechtsklickt und wählt Unterkomposition Pre-Compose. Ich nenne diese Komposition Stars. So, damit haben wir unsere Sterne. Die sehen so aus. Jetzt können wir anfangen, uns um den Tunnel zu kümmern. Zunächst, ich habe die Länge der Komposition auf 10 Sekunden reduziert.
Die fraktalen Störungen, die wir verwenden werden, führen zu relativ langen Renderzeiten. Die 10 Sekunden dieses Tutorials haben etwa eine halbe Stunde zum Rendern gebraucht. Behalte das also immer im Hinterkopf. Ich muss mich übrigens für die etwas schlechte Aufnahmequalität entschuldigen. Ich habe erst zu spät festgestellt, dass OBS meine Aufnahmen auf 720p runterskaliert hat. Die Vorschau in meinem Videoschnittprogramm ist leider zu klein, als dass ich das hätte erkennen können. Leider ist es mir erst nach etwa 5 Stunden Arbeit aufgefallen und ich hatte jetzt nicht unbedingt die große Lust, das alles nochmal komplett neu zu machen. Bitte mir das also nachzusehen. Wir erzeugen zunächst eine neue Farbfläche. Ebene, Neu, Farbfläche, Layer, New, Solid. Wir nennen es Tunnel 1.1, geben eine Breite von 1920 Pixel und eine Höhe von 15.000 Pixel ein und wählen die Farbe Schwarz. Dieser verpassen wir nun den Effekt Fraktale Störung, Fractal Noise. Die Störungstypen und Einstellungen, die ich hier jetzt verwende, sind die mir selbst am besten gefallen haben. Das heißt natürlich nicht, dass ihr dieselben verwenden müsst. Das ist wieder so eine Sache, wo ihr euch wunderbar spielen könnt und schauen, was euch selbst am besten gefällt. Wir stellen den Fraktaltyp Fractal Type auf Terrain und den Störungstyp Noise Type auf Spline. Setzt den Haken bei Invertieren, Invert und lasst den Kontrast auf 100. Damit der Tunnel sich mit der Zeit verändert, haltet die Alt-Taste gedrückt und klickt auf das Stoppuhrsymbol neben Evolution. Gebt hier Folgendes ein: Time mal 100. Wenn wir nun den Positionsanzeiger der Zeitleiste bewegen, sehen wir, dass sich die Störungen ändern. Time mal 100 bedeutet, dass wir den Sekundenwert mit 100 multiplizieren und so einen Seed für die Veränderung der Störung erzeugen. Wenn ihr wollt, dass die Störungen sich langsamer oder schneller verändern, ersetzt 100 einfach durch einen niedrigeren oder höheren Wert. Rechtsklickt nun auf die Farbfläche und wählt Unterkomposition erstellen, Pre-Compose. Nennt die Komposition Tunnel 1 und stellt sicher, dass ihr alle Attribute in die neue Komposition verschieben, Move All Attributes into the New Composition eingestellt habt und klickt OK. Wendet nun den Effekt CC Cylinder, CC Cylinder auf Tunnel 1 an. Stellt bei Rotation X minus 90 Grad ein. Oh, ups. Ich habe vergessen, als ich die Tunnel 1 Komposition erstellt habe, die richtige Höhe einzustellen. Also wir gehen hier nochmal rein, sagen Composition, Composition Settings, Komposition, Kompositionseinstellungen, nehmen den Haken bei Lock Aspect Ratio, Seitenverhältnissperren raus und geben hier 15.000 ein. Wie ihr seht, haben wir nun einen Tunnel. Allerdings haben wir auch eine ziemlich hässliche Nahtstelle an der Unterseite. Um das zu ändern, doppelklicken wir nun auf die Tunnel 1 Komposition, duplizieren den Tunnel 1.1 mit Steuerung oder Ctrl D und nennen ihn Tunnel 1.2. Wir rechtsklicken darauf und wählen Transformieren, horizontal spiegeln, Transform Flip Horizontal. Nun wählen wir das Stift-Tool aus und erzeugen eine Maske mit einer gezackten Linie, wo sie über den Bildbereich läuft. Gezackt, damit sie nicht so offensichtlich wirkt. Klappt nun das Maskenattribut von Tunnel 1.2 auf und erhöht den Wert von Unschärfe Feather. Ich stelle hier um die 100 ein. Wenn wir nun in die Tunnel 1 Komposition zurückgehen, sehen wir, dass die Naht verschwunden ist. Hier an der Seite ist es etwas unscharf, das ist die zackige Kante unserer Maske. Wenn der Tunnel erstmal in Bewegung ist, wird das gar nicht mehr auffallen. Rechtsklickt nun auf Tunnel 1 und wählt erneut Unterkomposition erstellen, Pre-Compose. Ich nenne sie jetzt Tunnel 1 Moving. Doppelklickt die Komposition und klickt auf Ebene, Neu, Kamera, Layer, New Camera. Diese Kamera werden wir jetzt nutzen, um eine Bewegung durch den Tunnel zu erzeugen. Zunächst reduzieren wir den Zoom. Ich stelle hier etwa 50 ein. Dadurch wird der Tunnel deutlich dramatischer wirken. Ihr seht gleich den Unterschied, wenn ich das Fenster schließe. Sollte bei euch hier übrigens 2-Knoten-Kamera, Two-Node-Camera stehen, stellt sie auf Ein-Knoten-Kamera, One-Node-Camera. Mit der Kamera in der Ebenenliste ausgewählt, drückt P, um die Positionswerte anzuzeigen. Stellt sicher, dass der Zeitindex auf 0 steht, schiebt den Z-Wert nun weit nach links, etwa auf minus 7000 und klickt auf das Stoppuhrsymbol daneben, um ein Keyframe zu erzeugen. Schiebt den Zeitindex auf 10 Sekunden und schiebt den Z-Wert wieder nach rechts. Ich stelle ihn auf minus 2000. Und damit haben wir eine Kamerafahrt durch unseren Tunnel. Jetzt können wir das Ganze noch etwas rotieren lassen. Mit der Kamera ausgewählt, drückt R, um die Rotationswerte anzuzeigen.
Klickt mit gedrückter Alt-Taste auf das Stoppuhrsymbol neben Z-Rotation und gebt Folgendes ein: Time mal -30. Das bedeutet, dass die Kamera sich jede Sekunde um 30 Grad im Uhrzeigersinn dreht. Ihr könnt natürlich auch andere Werte eingeben, je nachdem, was euch gefällt. Wir gehen nun zurück in unsere primäre Komposition. Unser Tunnel soll transparent sein, die Sterne sollen durch den Tunnel hindurch zu sehen sein. Um das zu erreichen, ziehen wir den Effekt Color Key auf Tunnel 1 Moving. Bei Farbe Color stellen wir Schwarz ein, bei Kantenunschärfe Edge Feather funktioniert 50 hier ganz gut. Das sorgt dafür, dass die Kanten unserer Wolken ein wenig transparent werden. Schauen wir uns den Tunnel nochmal an. Wenn wir genau darauf achten, sehen wir, dass die äußeren Wolken ihre Farbe wechseln. Sie wechseln zwischen Weiß, Blau und Orange. Um das Ganze nicht allzu kompliziert zu machen, werden wir einfach einen Farbwechselzyklus einbauen. Zieht den Effekt Einfärben Tint auf Tunnel 1 Moving. Stellt sicher, dass der Zeitindex auf 0 steht und klickt dann auf das Stoppuhrsymbol neben Weiß abbilden auf Map White to. Zieht den Index auf 1 Sekunde, klickt auf das Farbfeld und stellt eine blaue Farbe ein. Zieht den Index auf 2 Sekunden, klickt erneut auf das Farbfeld und stellt wieder Weiß ein. So machen wir das nun bis zum Ende. Jetzt fügen wir noch einen kleinen Leuchteneffekt hinzu. Zieht also den Effekt Leuchten, Glow, auf Tunnel 1 Moving. Folgende Einstellungen haben mir hier am besten gefallen: Schwelle, Threshold auf 25%, Radius auf 25% und Intensität, Intensity, auf 0,5. So, damit hätten wir den ersten Teil unseres Tunnels, einer von 3. Die anderen beiden Teile erstellen wir analog. Ich werde das jetzt beschleunigt ablaufen lassen und nur dann kommentieren, wenn ein neuer Schritt hinzukommt. Da ich möchte, dass die inneren Tunnel nicht ständig, sondern nur intermittierend erscheinen, packe ich die Unterkomposition mit den Störungsebenen in eine weitere Unterkomposition und lege eine weitere Maske an, sodass nur einige Streifen des Tunnels sichtbar sind. Die inneren Tunnel sollen schneller sein, also lasse ich diese Kamera weiter durch den Tunnel fahren als die erste. Ich reduziere den Tunnelradius um 5%, damit dieser Tunnel innerhalb des ersten Tunnels verläuft.
Und hier kommt Tunnel Nummer 3. Hier gibt es nicht mehr wirklich etwas Neues zu sehen, deswegen schalten wir nochmal einen Gang hoch. Und das war's. Damit wisst ihr, wie ihr einen Time Warp, Hyperraum, Wurmloch oder sonstigen Tunnel in After Effects erschaffen könnt. Ich möchte euch wie immer dazu ermutigen, wirklich mit den Einstellungen zu spielen. Vor allem After Effects ist ein großartiges Programm, mit dem man alle möglichen fantastischen Sachen machen kann. Auch ohne die teuren Plugins, die so gerne als Must-Have beworben werden. Falls euch das Tutorial gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst doch ein Abo da. Das ist nämlich komplett kostenlos. Ideen, Anregungen, Verbesserungsvorschläge könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Das war's von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal. Euer Rain. Hier steht, dass der ikonische TARDIS-Sound ursprünglich erzeugt wurde, indem man mit einem Schlüssel an einer Klaviersaite entlang gefahren ist.